Alter, das kam so schlau. Junge, pass auf, Mann. Versuchen wir jetzt die Hand aufzunehmen. Sicher. Guten Morgen, Leute aus Zentralindien. Das hier war mein Zimmer für die letzten 2 Tage, in denen wir raus auf die Baumwollfelder gefahren sind, gesehen haben, wie das ganze Stoff verarbeitet wird. Aber jetzt geht es weiter an die Küste und dafür müssen wir einen Zug nehmen, der quer durch Indien fährt, 11 Stunden lang durch die Nacht. Das wird eine ganz eigene Erfahrung, glaube ich. Aber ich freue mich drauf. Alleine, um zum Bahnhof zu kommen, brauchen wir aber 2 Stunden und der Verkehr hier in Indien ist verrückt. Wir sind angekommen an der immer noch ein bisschen erkältet. Wir sind angekommen an der Indore Train Station. Im Hintergrund hört ihr so ein bisschen Hupen, Leute. Die Hupe wird hier nicht benutzt wie in Deutschland, wenn du irgendwie sauer bist oder im Idealfall, wenn irgendwo Gefahr ist, sondern du hupst hier einfach andauernd, um zu zeigen, wo du bist. Gerade auf den Landstraßen, wenn du überholst, ist auch egal, eigentlich fährst du hier links, du überholst aber egal, wo du willst. Also du fährst auch teilweise die ganze Zeit im Gegenverkehr, bis einer kommt, dann ganz klar ausweichen und hupst die ganze Zeit, dass jeder weiß, wo du bist. Die Fahrer wissen ganz genau, bis wohin ihr Auto geht. Okay, die meisten haben ein paar Dellen drin, also vielleicht auch nicht perfekt, aber die zirkeln alle Zentimeter genauso längs. Und das muss man auch in dem krassen Verkehr hier. Ich habe Teil der Fahrt geschlafen, deswegen habe ich nicht alles gefilmt. Aber vielleicht habt ihr es gerade eben auf den Bildern ein bisschen gesehen. Jetzt sind wir aber eben hier am Bahnhof. Wir müssen erstmal Tickets holen. Mal schauen, wann unser Zug okay, davon kann ich nichts lesen. Aber auf jeden Fall mit solchen Zügen hier werden wir fahren. Könnt ihr es lesen? Sleeper steht da vorne drauf. Denn wir werden wohl ein richtiges Bett haben da drin. Mal schauen. Erstmal versuchen wir jetzt, ob wir hier unser Gepäck abgeben können, weil wir haben noch 2 Stunden, bis der Zug geht. So. Perfekt, das hat schon mal geklappt. Jetzt brauchen wir nur noch Tickets. Angeblich ist das Ticketoffice nicht im Bahnhof, sondern hier drüben. Deswegen haben wir jetzt nochmal die Erfahrung, hier zu Fuß den indischen Verkehr zu erleben. Ist am ehesten echt zu vergleichen mit Kambodscha, aber noch mehr einfach, noch viel mehr los. Und das ist eine Kleinstadt eigentlich hier. Indore, 2 Millionen Einwohner, aber Indien hat ja 1,3 Milliarden. Also Mumbai wird das auf jeden Fall nochmal eine Nummer härter. Und jetzt mal schauen, wo wir hier überhaupt unser Ticket bekommen. Aha, Passenger Reservation Office. Warum ist das nicht im Bahnhof? Es gibt keinen Platz dort. Ja, und das ist hier besser. Es gibt viele Abteilungen hier. Was für unterschiedliche Abteilungen? Es gibt hier den Chef. Ja. Und das Sekretariat, du kannst hier sehen, ja? Viele Schalter zum Kaufen. Ja. Um ein Ticket überhaupt holen zu dürfen, muss man erst mal sich einen Token holen und dafür komplett seine Hand auflegen, dass kein Roboter sich irgendwie was holt. Please flatten the hand and bring it closer. Don't move. Move your hand away. See, I got it. Bei dir hat's geklappt. Hä, was hast du gemacht? Wieso ging es bei mir nicht? Also, das braucht nur indische Hände. Hand, ja. Indische Hand. Ich glaube, du hast deine Hand nicht richtig. Ich probiere nochmal. Ich bin Inder. Über 80 Leute sind noch vor uns in der Schlange, das heißt, jetzt können wir erstmal warten. Dafür ist wahrscheinlich auch das System, dass nicht sich hier irgendwelche Leute ganz viele Tokens holen und die dann verkaufen draußen, dass man schneller dran ist, sondern jeder muss hier warten. So, wir sind dran. Felix von der Laden. Felix. Jo, das bin ich. Perfekt. Haben es geschafft. Hat nur über 1 Stunde Wartezeit gedauert. In der Zeit mussten wir so ein Formular ausfüllen. Das hat der jetzt im Computer eingetippt. Und jetzt haben wir unsere Tickets. Und das nicht nur für unseren Langzug, sondern auch für unseren Regionalzug morgen. Keine Ahnung, warum das so kompliziert ist, aber wir haben die Tickets, wir holen uns unser Gepäck und dann geht's endlich in den Zug. Okay, hier ist unser Zug. Ich meine, warte mal, das sieht nicht ganz aneinander aus, aber ich kenne mich auch nicht mit Bahnen aus. Hier geht's rein. So. Schön. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier richtig Betten drin. Und die 11 Stunden Fahrt kostet pro Person ungefähr 30 €, also ziemlich günstig. Die Koffer kommt einfach unter den Sitz, weil oben sind ja die Betten. Das ist schon krass anders als so in Deutschland. Ne? Du siehst ja auch keinen einzigen Touristen, ne? Also das ist wirklich hier, das ist wirklich Indien. Ja. Wir waren doch noch nicht ganz richtig, das heißt einfach noch hier einen Wagen weiter. Die Toiletten sieht ja auch schon einladend aus. Ja. Okay, einmal hier durch. Ja, moin. Ja. Okay. Oha, auf einmal hängen hier Bilder sogar. Ah, thank you. Okay. Nett. Wie gesagt, 30 € pro Person für 11 Stunden Fahrt. Ach, kann man nicht meckern. Nur, dass der Ventilator ein bisschen laut ist. Einmal. Ah. Guck mal, in unserer Klasse 2 Ventilatoren. Schön, ein Luxus am Morgen. You got to be kidding. Wi-Fi?
I think so, yes. Okay, und wir fahren, würde ich sagen. I don't wanna be around when you lose control. I don't wanna be around when you lose control. I don't wanna be around when you lose control. When you lose control, it's so hard to hold. All this weight up on my shoulders. I hate to say I told you so. Aber geht. Geht auch. Das Essen hier in Indien ist ja meistens eigentlich mega lecker, aber das Problem ist, dass nach diesem ersten Bissen, der mega lecker ist, auf einmal dein ganzer Mund brennt. Ja, aber es ist halt mega lecker. Deswegen, ich finde, man kann nicht aufhören, das zu essen, aber es ist echt scharf. This is a bit spicy, right? Selbst du findest es spicy? Ja. Ja. Morgen habe ich Bauchschmerzen. Du, das weißt was. Ich esse das ja auch gerade die ganze Zeit. Aber an sich sehr cool, dass wir jetzt Abendessen in unser Zugabteil gerade geliefert bekommen haben. Verschiedene Chicken, hier so eine krasse, eben die krasse scharfe Soße und das Brot. Wer ist das Brot nochmal? Chapati. Chapati. Ja. Hört sich ein bisschen an wie Ciabatta, aber Ciabatta ist was anderes. Hilft auf jeden Fall auch ganz gut gegen die Schärfe. Draußen ist es aber dunkel geworden. Boah, wie krass das war, sich aus dem Zug rauszuhängen, ne? Ja, das war richtig krass. Weil man kennt das ja aus allen möglichen Filmen und Fotos und so weiter. Aber ist halt hier wirklich so, du kannst die Tür einfach aufmachen. Am Anfang war sie offen, dann war sie zu, dann wollte ich sie noch mal aufmachen. Der Zugbegleiter war direkt daneben und der hat mir einfach geholfen, die Tür aufzumachen. Der hat nicht gesagt, nee, nee, das machst du nicht. Er hat mir gezeigt, wie das aufgeht, damit ich es selbst machen kann. Und ja. Ah. Löffel noch, Dankeschön. Was hat er gesagt? Is the food okay? Is it good? Enjoy the food. Er hat uns gerade auch das Essen hier gebracht, da wo er stehen geblieben. Gerade eben, als die Sonne untergegangen ist, haben wir uns dann einfach mal so hingesetzt auf die Türstufen. Dann fährst du so dahin, siehst die Landschaft, wenn die vorbeirasen. Das ist auf jeden Fall schon eine ziemlich coole Erfahrung. Wir haben ja noch einige Stunden hier im Zug, die wir auch nutzen müssen zum Schlafen übrigens, ne? Ja, ich weiß. Darum. Erstmal klarkommen aufs Essen, ne? Ja. Bevor wir hier nach Indien gereist sind, habe ich euch gefragt auf Instagram, ob ihr irgendwelche Fragen habt zu Indien. Und die Nummer 1 Frage war das Kastenwesen. Und ich glaube, ich weiß auch warum, weil als ich mich zurückerinnert habe an unsere Schulzeit, das Einzige, was wir so wirklich über Indien in der Schule lernen, ist, dass es ein Kastenwesen gibt. Also die meisten von euch haben vielleicht eine kleine Idee im Kopf. Es ist eigentlich so, dass die Menschen halt unterteilt werden in verschiedene Gruppen. Aber was ist das eigentlich? Also Kastenwesen für mich, das ist ein Grund, die Leute getrennt zu machen. Das macht keinen Sinn, ja? Also im Moment, wir sind moderne Leute und wenn wir Gedanken oder wenn wir vertrauen, ja, in Kastenwesen, das ist sinnlos. Woher kommt das Kastenwesen überhaupt? Seit wann gibt es das? Also ich glaube, seit vielen Jahren. Ich kann jetzt nicht sicherlich sagen, aber weißt du das, 100 Daniel? Jahre. Seit wann es das Kastenwesen gibt? Nee, ich weiß es auch nicht genau. Aber du hast doch gemeint, es hat mit den Königen angefangen. Ja, nicht mit einem König, sondern also es gab viele Schichten, ja. Ich wollte es gerade googeln, aber ich habe leider jetzt gerade keinen Empfang. Zwischendurch haben wir immer mal kurz Empfang hier. Hast du gerade Empfang, Paul? Ich hab gar kein Handy gerade, lol. Darunter. Ah, da. Thanks. Was ist das? Hast du hier gegoogelt als letztes, Paul? Mir hat Was jemand ist geschrieben, dass er dieses Tier mag und dann muss ich nachgucken, was für ein Tier überhaupt ist. Ich mach Pauls Handy auf und das ist das erste, was kommt. Was zur Hölle ist das? Okay, ich habe es nochmal nachgeguckt und anscheinend ist das ganze System im 2. Jahrtausend vor Christus entstanden und ist auch eng mit dem Hinduismus ja verbunden. Ja. Hinduismus ist die Hauptreligion in Indien. Berichtige, wenn ich es falsch sage, aber was jetzt hier im Artikel steht, ist, dass es eigentlich 4 Hauptkasten gibt. Kannst du es mal kurz erklären, so die 4 Hauptdinger? Also okay, vorher Ja. war der König Ja. und die Leute, die für den König arbeitet, ja. Ja. Zum Beispiel König am wichtigsten, ja. Ja. Und Und der war dann die königliche Familie, war dann die höchste Kaste. ja. Und danach kam Die Krieger? Ja, die Krieger und danach der Chef oder der Architektur. Und wer hat entschieden, dass das so ist? König. Der König einfach. Ja, Brahmins, also einfach ja. die Leute, die ganz oben waren, haben sich halt ein System dann durchdacht, wie sie gesagt haben, so ist unsere Gesellschaft, so sind die Menschen. Ja. Wir sind hier ganz oben. Als zweitwichtiges sind es die Krieger. Danach kommen dann so die höheren Jobs, sowas Ja. wie Ärzte oder Wissenschaftler. Darunter kommen dann auf jeden Fall aber dann die
schlechteren Jobs, sowas wie ein Diener. Ja. Ist es da so, dass man eigentlich, wenn man in einer höheren Kaste ist, da nicht mal mit denen sprechen darf? Ja, aber das hängt von jeder Person ab, ja. Aber normalerweise ja, nicht. Also so traditionell war es so, dass die Kasten nicht so viel miteinander zu tun gehabt haben. Die haben Ja. auch nicht zusammen geheiratet, Nein. gar nicht. Ja. Die waren klar getrennt eigentlich. Ja. Okay, das ist krass. Und heutzutage im modernen Indien, so für dich zum Beispiel, wie interessierst du dich dafür, in welcher Kaste jemand ist? Überhaupt nicht. Für mich eine Person, also die Persönlichkeit und der Charakter ist sehr wichtig. Hast du auch als- Freunde aus anderen Kasten? Ja, sicherlich. Ich habe einen Freund, der Muslim ist und auch einen Freund, der untouchable ist. Ja, und das macht für dich eigentlich keinen Unterschied. Aber jetzt, ich habe zum Beispiel gelesen, dass die Grenzen immer weiter verschwimmen heutzutage im modernen Indien vom Kastensystem, aber das halt in den Köpfen und in der Kultur immer noch drin ist. Und zum Beispiel bei der Partnersuche, bei der Heirat, Ja, da suchst du dir jemanden aus, der in derselben Kaste ist, im Ja, Normalfall. sicherlich, ja. Bei dir jetzt in deiner Generation zum Beispiel, bei dir und deinen Freunden, achtet ihr darauf, wenn ihr jetzt einen Partner sucht, ob der in der gleichen Kaste ist? ja, sicherlich. Weil für meine Freunde, ja, und für meine Generation, es ist auch also noch wichtig, dass eine Person mit ähnlichem oder gleichem Kastensystem geheiratet. Weil das ist wichtig für meine Kultur, das ist wichtig für meine Familie. Wenn ich das nicht mache, they disown me, you know? Ja, okay, es würde deine Enterben. Familie würde dich enterben und sie würde es auf jeden Fall nicht gut finden, Ja. wenn du jetzt zum Beispiel jemanden untouchable heiraten würdest. Ja. Okay, das ist krass. Gibt es denn außer Hochzeit noch andere große, wichtige Themen, gerade in deiner Generation, wo die Kaste noch eine Rolle spielt? Ja, die Freundschaft, ja. Also sind zum Beispiel häufig Hindus aus der höheren Hindu-Kaste miteinander befreundet und Menschen aus der niedrigen Hindu-Kaste sind dann eher unter sich wieder? Ja, aber wenn wir wissen, Ja. zum Beispiel, wir sind Freunde, ja? Ja. Wenn ich weiß, dass du bist auf ein Cast, die nicht gut ist, ich breche, ja, oder ich zerbreche unsere Freundschaft. Dann zerbrichst du die Freundschaft? Ja. Aber ich meine, das meinst du, du würdest es nicht machen? Ja, ich aber persönlich nicht. Du würdest es nicht machen, aber Das ist eine Möglichkeit für die Aber die viele Leute. Menschen würden das auch heute in Indien noch machen, auch die jungen Menschen. Die wollen nur befreundet sein mit Leuten aus ihrer eigenen Kaste. Ja, sicher. Okay. Also natürlich nicht alle, aber das gibt es ja auch immer noch, dass das sowohl jetzt bei Heirat als auch bei der Freundschaft, dass man eher unter sich bleibt. Ist halt wahrscheinlich auch so ein bisschen eine natürliche Sache. Wenn jetzt, sag ich mal, zum Beispiel in Deutschland bei uns, da gibt es dann auch so Ultrareiche und die schicken dann ihre Kinder alle auf so eine Privatschule und auf so ein Internat und dann sind die alle unter sich. Natürlich bleiben die dann unter sich und haben dann wenig Kontakt mit zum Beispiel einem Arbeiterkind. So, das ist keine gute Sache, aber das ist so, das passiert halt so. Ich glaube, das kann man auch wieder ein bisschen damit vergleichen. Ich glaube, dass jetzt viele fragen würden, wenn sie jetzt gerade schauen, in welcher Kaste bist du denn? Magst du das sagen? Also ich bin Maratha. Ich bin auf höchste Ja. Kaste, ja. Ich gehöre zu den Kasten eines Königs. Der heißt Also schon so eine Chhat- ziemlich hohe Kaste. Hat das für dich Ja. irgendwie so eine Bedeutung? Also musst du dich darauf achten, wie du dich verhältst so im normalen Leben? Nein, persönlich für mich, das macht keinen Sinn. Das ist nur für die Leute, ja, zu sagen, dass ich bin irgendjemand sehr wichtig. Ja. Aber das ist total sinnlos. Ich finde halt ganz spannend, dass es tatsächlich viele Parallelen vom Kastensystem auch in unsere westliche Kultur gibt. Aber ein großer Unterschied ist halt, dass das Kastensystem nicht durchlässig ist. Also du kannst jetzt ja nicht in eine andere Kaste kommen, oder? Nein, überhaupt nicht. Also es ist einfach, du wirst geboren in eine Kaste und da bleibst du. Deine Kinder sind auch in der Kaste. Ja, für immer. Für immer. Und deswegen wird auch wenig außerhalb der Kasten geheiratet. Ja. Also das ist halt schon krass, weil wenn du jetzt in Deutschland zum Beispiel bist und jetzt vielleicht aus einer Arbeiterfamilie kommst, aber dann machst du dein Abitur, dann studierst du, dann kannst du alles machen. Natürlich ist das auch noch nicht perfekt in Deutschland, aber es ist auf dem Weg und man versucht, dass das eben immer besser wird, dass jeder im Endeffekt eine Chancengleichheit hat. Und das ist, glaube ich, das Problem. Es gibt halt dadurch auf jeden Fall eine große Ungerechtigkeit, was Chancen angeht mit dem Kastensystem in Indien, oder? Ja, du hast recht. Und auch wenn das Kastensystem nicht mehr so ist, wie es vielleicht vor 100 Jahren war, spielt es immer noch einen Teil in den Köpfen der Inder, oder? Ja, das ist also für eine Person aus Indien. Kastensystem ist in unser Gehirn tief. Ist tief verankert. Ja, seit Kindheit, ja. Ja. Und das ist nicht gut für unser Gedächtnis. Deswegen kann man nicht aufgeschlossen sein. Diese Eltern muss das stoppen. Ja, Also eigentlich muss deine Generation das an die nächste weitergeben und aufhören mit dem Kastensystem. ja, Ja, sicherlich. spannendes Thema auf jeden Fall. Ich hoffe, wir konnten so ein paar Fragen davon für euch beantworten jetzt hier. Aber so langsam würde ich sagen, es ist Schlafenszeit. Also ich glaube, wir müssen das hier erstmal wegmachen. Können wir es jetzt schon runterklappen?
Ich habe keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall 4 Betten hier in dieser Kabine. Das letzte Mal, als ich im Zug geschlafen habe, also richtig geschlafen habe, war im Partyzug mit Izzy zusammen. Oh, perfekt. Und das war eigentlich genau so. Das war auf dem Weg von Köln nach Österreich, als wir zum ersten Mal zusammen Snowboarden waren. Auf dem ersten Snowtour. Wer von euch erinnert sich noch daran? Du erinnerst dich noch? Hast du es geguckt damals? Klar, Dann haben wir hier sogar das Bettzeug. Bettzeug? Ja. Ein Luxus hier. We wish you a happy journey. Dankeschön. Jo. So. Kissen noch hier hin. Oh. Das ist ein bisschen dreckig. Die Seite nicht viel besser. Vor allem noch so Haare dran, ne? Ja, wirklich Haare. Und das hier rauf. Komm, das ist doch ein 1A-Bett. Machst du nix. Super. Panto noch hin. Oh. Wer schläft da? Paul, wo schläfst du? Du schläfst unten dann. Ich schlaf beide oben. Ja. Oh. Du hast verpasst unsere Aussage, wir haben gerade gefragt. Mann. Ja, dann muss ich ja hier schlafen. Fertig umgebaut, Leute. So sieht die Kabine aus. Mit all unseren Betten. Paul schläft da unten. Yes, sir. Ich bin untere Kaste, ne? Die Kater schlafen Untere beide. Kaste, ja. Unser Highcastler hier ist auch ganz unten, schon am Pennen, glaube ich. Ja. Der gute Pushkat. Der ist sowieso mega lustig den ganzen Tag immer. Nur wenn die Kamera angeht, kommt das vielleicht nicht so 100% bei euch rüber, aber glaubt mir, super lustig mit ihm. Also Hygiene könnt ihr jetzt in so einem indischen Zug vielleicht eher nicht erwarten, aber ansonsten für 30 € pro Person für eine 11-Stunden-Fahrt ist das, würde ich sagen, ein ziemlich guter Deal. Und auf jeden Fall auch eine coole Erfahrung, also aus dem Zug raus zu sein, den ganzen Wahnsinn auf den indischen Bahnhöfen zu erleben. Hier durch den Zug zu laufen, das habt ihr jetzt im Video noch nicht gesehen, aber wir werden auch nochmal Zug fahren, auch in einer anderen Klasse, ohne Betten. Da bekommt ihr das dann auf jeden Fall auch nochmal mit. Aber für heute war es das. Ich lege mich jetzt hin und schlafe ein bisschen, denn morgen früh müssen wir schon wieder ziemlich früh raus hier aus diesem Zug. Vapi heißt der Ort, an dem wir aussteigen werden, und dann geht es eben an die Küste nach Umbagan, noch ein paar Kilometer weiter mit dem Auto. Dort besuchen wir unter anderem die Fabrik, wo mein erstes Fairtrade-Shirt produziert wurde, aus der Fairtrade-Baumwolle, die wir im letzten Video gesehen haben, um damit einfach mal den kompletten Produktionsablauf gesehen zu haben. Ich freue mich sehr darauf. Wird bestimmt auch spannend, aber wie gesagt, das gibt es alles im nächsten Vlog. Für heute vielen Dank fürs Zuschauen. Drückt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, und schreibt mir mal in die Kommentare rein, was ihr erwartet hättet von so einer Zugfahrt hier in Indien. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und ciao.